In Bounty Train übernehmt ihr die Kontrolle über ein Eisenbahnunternehmen, das ihr während des amerikanischen Bürgerkriegs zum Erfolg führen müsst. Über den Hintergrund und allgemeine Grundlagen von Bounty Train konntet ihr in unserem letzten Video zum Spiel mehr erfahren. In diesem Video werden wir tiefer ins Detail gehen und euch einige der Feinheiten des Gameplays vorstellen. Die oberste Ebene des Gameplays stellt die Landkarte dar, über die ihr euren Zug bewegt. Hier könnt ihr die Städte und die Verbindungen dazwischen sehen, wer im Bürgerkrieg aktuell die Oberhoheit über eine Stadt hat, welche Gebäude und damit Dienste euch zur Verfügung stehen und unter Umständen auch Gefahren, die entlang der Route auf euch lauern können. Ihr entscheidet über die Strecke, die ihr fahren wollt, und könnt über den Kohleverbrauch auch die Geschwindigkeit vorgeben. Wenn ihr langsamer unterwegs seid, belastet das euren Verbrauch und so das Konto auf Dauer weniger, aber manche Aufträge werden euch unter Zeitdruck setzen. Wichtig ist auch, ob ihr eine Strecke überhaupt befahren dürft. Dazu müsst ihr Lizenzen erwerben. Und zu guter Letzt entscheiden eure Beziehungen zu verschiedenen Gruppen wie Banditen oder dem Militär, wo ihr gern gesehen seid und wo nicht. Auf der nächsten Ebene könnt ihr in den einzelnen Städten auf dem Marktplatz Waren an- und verkaufen und auch euren Kohlevorrat auffüllen. Letzteres könnt ihr aber auch automatisch durchführen lassen. Beachtet dabei, dass sich die Preise jederzeit zwischen 2 Besuchen ändern können. Zum Beispiel wegen eines Ereignisses im Bürgerkrieg, das zu einer Knappheit führt. Ihr bekommt in der Übersichtskarte nur dann aktuelle Informationen angezeigt, wenn ihr die Zeitung einer Stadt abonniert. Ansonsten stehen euch immer nur die Informationen über die Preise beim letzten Besuch zur Verfügung. Am Bahnhof warten mögliche Passagiere, Helfer und Auftraggeber auf euch, über die ihr euch informieren könnt. Andere Gebäude liefern verschiedene Dienstleistungen oder ermöglichen ein weiteres Einkaufen. Waffenschmiede bieten Revolver und Gewehre an, Krankenhäuser heilen eure Mitarbeiter und in der Stadtverwaltung oder der Post stehen immer wieder dringende Aufträge an. Im Laufe des Spiels werdet ihr auch die Gelegenheit erhalten, selber Betriebe zu kaufen, die dann in regelmäßigen Abständen Waren oder schlicht Geld liefern. Achtet also darauf, ob gerade eine Auktion für eine Manufaktur, ein Hotel oder ein anderes Geschäft läuft. Der Kauf wird sich für euch rechnen. Mit am wichtigsten dürfte jedoch auch das Angebot einer Stadt an neuen Waggons und Lokomotiven im Depot sein, das von Ort zu Ort unterschiedlich ist. Welche Waggons und Maschinen ihr kauft, bestimmt, was und wie viel ihr transportieren könnt. So werden sich keine Passagiere in einen Frachtwagen setzen. Setzt euren Zug bedacht zusammen, denn jeder neue Waggon bedeutet eine entscheidende Investition. Ihr könnt die Wagen aber auch nachrüsten und aufbessern lassen. Auf euren Fahrten kann und wird es zu Zwischenfällen kommen. Mal lauern euch Banditen auf, ein anderes Mal jagen Indianer auf Pferden neben dem Zug her. Hierfür wechselt das Spiel in einen Echtzeitstrategiemodus. Ihr kommandiert eure eigene Figur, aber auch alle angeheuerten Helfer und mögliche Passagiere. Jetzt macht es sich bezahlt, wenn ihr Leute angeheuert habt, die schießen können. Positioniert eure Revolverhelden so, dass sie aus den Waggons nach draußen feuern können, aber selbst von Deckung profitieren. Ihr könnt dabei die Sichtfelder der Figuren einsehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer ist und bekommt auch angezeigt, ob ein Feind mutig genug ist, um tatsächlich den Zug zu stürmen. Haltet euch also im Notfall bereit, euren Besitz und eure Passagiere im Nahkampf zu verteidigen. Zugleich müsst ihr aber auch jemanden abstellen, um den Zug zu steuern und Kohle zu schaufeln, ansonsten kommt der Zug nicht in Fahrt und ihr werdet ein leichtes Opfer. Manchmal bringen Banditen jedoch auch Hindernisse auf den Gleisen an, um euch aufzuhalten. Ein nützlicher Trick ist die Dampfpfeife, die die Pferde von Angreifern verschrecken kann. Und wenn euch alles zu viel wird, könnt ihr das Spiel anhalten, um eure weitere Taktik zu planen. Darüber hinaus nehmen eure Waggons Schaden, wenn sie beschossen werden oder wenn ihr sie zu sehr belastet. Zum Beispiel, weil ihr zu schnell durch enge Kurven fahrt. Von denen werdet ihr zum Glück in der Übersicht oben auf dem Bildschirm gewarnt. Wägt also auch hier immer ab, wie schnell vielleicht zu schnell sein könnte. Ihr gebt jederzeit die Geschwindigkeit über den roten Hebel vor. Zum Glück könnt ihr eure Angestellten einsetzen, um sich gegenseitig zu heilen, Gegenstände zu verwenden oder Schäden zu reparieren. Am wichtigsten ist dabei das Löschen von Bränden, die ansonsten um sich greifen und die Waggons verschlingen können. Zudem ist manche geladene Ware, wie Alkohol oder Öl, brennbar und sollte auf jeden Fall vor Flammen geschützt werden. Ihr müsst also den Überblick über eine ganze Reihe verschiedener Aufgaben behalten und euer Team geschickt einsetzen, um mit heiler Haut und hoffentlich auch mit all euren teuer eingekauften Gütern zu entkommen. Wenn eure Söldner und Ingenieure solche Begegnungen überleben, lernen sie daraus. Sie steigen wie Rollenspielfiguren auf und werden so für euch immer nützlicher. Kümmert euch also gut um sie. Sie verfügen auch über Slots für Gegenstände, damit ihr sie für ihre Aufgaben besser ausrüsten könnt.
Wenn ihr so euer Team gut zusammenstellt, in einem Überfall den Überblick bewahrt, geschickt Preisgefälle nutzt, erfolgreich Aufträge ausführt und so Stück für Stück euer Eisenbahnimperium aufbaut, werdet ihr in Bounty Train den wilden Westen auf Schienen erobern.